Seit Jahrhunderten blicken wir in den Himmel und versuchen zu verstehen, woher wir kommen. Im 20. Jahrhundert schickten wir Botschaften, Kameras, Sonden und Wissenschaftler ins All. Wir erreichten den Mond, erforschten den Mars, passierten Jupiter, Saturn und schließlich Neptun. Im August 1989 passierte die Sonde Voyager 2 den Neptun und übermittelte zur Erde die ersten Nahaufnahmen dieses Planeten in der Geschichte. Ein Planet, den die Alten als sumpfig, wässrig und von der Farbe grünlicher Vegetation beschrieben. Die Kameras zeigten einen aquamarinblauen Planeten mit Wirbeln, geheimnisvollen Flecken und einem mächtigen Magnetfeld. Im Inneren ein felsiger Kern, umgeben von überhitztem flüssigem Wasser. Die Atmosphäre, Helium, Wasserstoff, Kohlenwasserstoffe. Neptun war nicht mehr nur eine Gaskugel, sondern eine dynamische Welt voller Gegensätze. Noch überraschender war sein Mond Triton. Rückläufige Bewegung. Eine Atmosphäre aus Methan und Stickstoff. Eine dünne Schicht, unter der sich Spuren von Seen, Eisgeysiren und vielleicht organischen Substanzen verbergen. Nur 3 Jahre zuvor, im Jahre 1986, hatte Voyager 2 den Uranus passiert. Ein Planet, der erste, den die Alten nicht kannten, wie sie behaupteten. Doch die Daten erzählten eine andere Geschichte. Uranus entpuppte sich als Wasserwelt mit einer blau-grünen Färbung genauso, wie sie die alten Sumerer unter dem Namen Mash Sig hell-grünlich beschrieben hatten. Voyager 2 entdeckte einen Ozean aus überhitztem Wasser mit einer Temperatur von über 4400 Grad Celsius, der einen radioaktiven Kern umgab. Wasser nicht nur in der Atmosphäre, sondern auch in den eisigen Monden. Alle Uranus-Satelliten von Titania bis Miranda bestehen aus Gestein und Eis. Auf ihren Oberflächen Spuren von Tektonik, Bruchlinien, geheimnisvolle Linien und Muster, die an konzentrische Rennbahnen erinnern. Einer der außergewöhnlichsten Monde war Miranda, ein Objekt, so geometrisch, dass es fast beunruhigend wirkte. Steilwände, die sich über mehrere hundert Kilometer erstrecken. Elliptische Kreise, regelmäßige Muster, als hätte jemand die Oberfläche absichtlich segmentiert. Doch es waren nicht nur Entdeckungen, es waren auch Bestätigungen. Im Jahre 1976 wurde in einer der Veröffentlichungen die Frage gestellt: Wird es, wenn wir eines Tages den Neptun erforschen, sich herausstellen, dass der Grund, warum man diesen Planeten immer mit Wasser verband, die Sümpfe waren, die man einst auf ihm sah? 12 Jahre später. Voyager 2 bestätigte alles. War das Zufall? Die Sumerer kannten Uranus, Neptun, Pluto. Ihre Beschreibungen, Farbe, Bewegung, Verbindung mit Wasser wurden durch moderne Technologie bestätigt. Erstaunte Kommentatoren gaben zu, die Wissenschaft hatte nichts Neues entdeckt. Sie hatte lediglich das wiedergefunden, was einst schon bekannt war. Die Daten von Voyager zeigten, dass Uranus und Neptun fast Zwillinge sind. Ähnliche Masse, nahezu identische Tageslänge, Ringe, Monde und ein unglaublich starkes Magnetfeld, um mehrere Dutzend Grad von der Rotationsachse abgewinkelt. Genauso, wie es die alten Texte berichteten. Sie nannten Neptun vor Uranus in einer Reihenfolge, die nicht für Bewohner der Erde sinnvoll war, sondern für jemanden, der von außerhalb des Sonnensystems kam. Als Voyager 2 den Neptun passierte, entdeckte er Planeten, die den Alten nicht nur unbekannt waren, sondern im Gegenteil mit überraschender Genauigkeit von ihnen beschrieben wurden. Sowohl Neptun als auch Uranus weisen seltsame, fast identische Temperaturen auf, obwohl Neptun 1.600.000.000 Kilometer weiter von der Sonne entfernt liegt. Das bedeutet nur eines: Neptun erzeugt innere Wärme, und zwar auf eine Weise, die wir bis heute nicht erklären können. Stürmische Winde und treibende Eisschichten deuten darauf hin, dass diese Planeten nicht nur aktiv, sondern auch fast wie Zwillinge sind. Und genauso nannten sie die Sumerer. Der Planet, der doppelt ist, schrieben sie über Uranus und stellten ihn neben Neptun. Vor 6000 Jahren, genau wie es heute die NASA sagt, fast ein Zwilling von Neptun. Das heutige Wissen hat das alte Wissen eingeholt. Doch das ist erst der Anfang. Als sich die Welt im Jahre 1989 an den Bildern von Voyager begeisterte, lag im Berliner Museum schon längst ein sumerisches Tontafelsiegel mit der Nummer VA 243. Es ist mindestens 4500 Jahre alt. Wenn man das Bild in seiner linken oberen Ecke nachzeichnet, sehen wir etwas Unglaubliches: das vollständige Sonnensystem. Die Sonne im Zentrum. Um sie herum alle Planeten. Ihre Anzahl, ihre Proportionen, ihre Lage stimmen mit den heutigen Modellen überein. Aber es gibt noch mehr. Die sumerische Darstellung zeigt nicht die Erde als Zentrum. Die Erde ist einer der Planeten, die um die Sonne kreisen. Auf ihr ist der Mond markiert. Neben ihr Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und auch Pluto. Nur dass Pluto nicht dort liegt, wo er eigentlich sein sollte.
In der antiken Darstellung befindet sich Pluto zwischen Saturn und Uranus. Und wir wissen heute, dass seine Umlaufbahn seltsam ist. Stark verlängert, extrem geneigt und für eine gewisse Zeit, so wie es im 20. Jahrhundert war, befindet sich Pluto näher an der Sonne als Neptun. Die moderne Astronomie rätselt seit langem darüber, ob Pluto einst ein Mond war. Manche vermuten, dass er ein Mond von Neptun gewesen sei, der aus unbekannten Gründen herausgerissen wurde und eine eigenständige Umlaufbahn erhielt. Inzwischen aber sagen die sumerischen Texte klar, Pluto war ein Mond des Saturn. Er wurde befreit und verschoben, um sein Schicksal zu erreichen, eine eigene Umlaufbahn um die Sonne. Die moderne Wissenschaft versucht, die Position von Pluto durch Gravitationssimulationen und Computermodelle zu erklären. Die Sumerer schrieben das schon vor mehreren tausend Jahren nieder, indem sie Worte wie Schicksal und Befreiung verwendeten. Und hier stellt sich die entscheidende Frage: Holt unsere Astronomie gerade erst dieses Wissen ein? Oder gewinnen wir etwas zurück, was einst verloren ging? Denn die sumerischen Beschreibungen enden nicht bei Pluto. Ihre kosmologischen Texte sprechen davon, dass Monde zu Planeten werden können und Planeten vom Himmel fallen und zu Monden degradiert werden können. Sie wussten, dass Umlaufbahnen veränderlich sind, dass die Ordnung zusammenbrechen kann, dass im Sonnensystem Kriege, Bewegungen, Kollisionen und Schicksale herrschten. Sie wussten, dass Planeten eine Geschichte haben. Und heute, dank Voyager, Teleskopen, Weltraummissionen beginnen wir, das zu verstehen. Aber vielleicht wussten sie es von Anfang an. Pluto, seltsam, isoliert, mit einer beunruhigenden Umlaufbahn, sieht heute eher wie ein ehemaliger Satellit aus, als wie ein eigenständiger Planet. Ebenso unser eigener Mond, als wäre er auf halbem Weg zur Selbstständigkeit stehen geblieben. In der Zwischenzeit erstaunt Triton, der Mond von Neptun, mit seinen Eigenschaften, seiner rückläufigen Bewegung, seinem Vulkanismus und seiner Geometrie. Edward Stone, der leitende Wissenschaftler des Voyager-Programms, sagte, Triton könnte einst ein einsames Objekt gewesen sein, das durch den Raum des Sonnensystems schwebte. Es kam Neptun zu nahe und wurde eingefangen. Ist das wirklich so anders als die sumerische Vorstellung, in der Monde wandern, zu Planeten werden, ihre Positionen verändern und manchmal daran scheitern, eine eigene Umlaufbahn zu erreichen? Je weiter wir in unser Wissen vordringen, desto deutlicher taucht die Frage auf, die die Alten bereits gestellt haben. Woher wussten sie das alles? Der Unterschied zwischen ihrem Modell des Sonnensystems und unserem besteht in einer einzigen Sache, der Existenz eines fehlenden Planeten. Laut den sumerischen Texten kreiste einst ein Planet im Raum zwischen Mars und Jupiter, wo wir heute nur Trümmer und den Asteroidengürtel finden. Ein Planet, den sie Nibiru nannten, der Planet des Übergangs. Es war weder Mars noch Jupiter, noch einer der Planeten, die den antiken Griechen bekannt waren. Nibiru ist ein Planet, der alle 3600 Jahre zurückkehrt und die Umlaufbahn der Erde kreuzt. Genau von dort, so behaupten die Texte, kamen die Anunnaki. Diejenigen, die vom Himmel auf die Erde herabstiegen. In der Bibel sind sie als Anakim bekannt, im Buch Genesis als Nephilim. Und sie waren es, die laut den sumerischen Überlieferungen der Menschheit all ihr Wissen über den Kosmos, die Chemie, die Zeit und die Genetik übergaben. Vor etwa 445.000 Jahren kamen sie zur Erde und bewegten sich auf der elliptischen Umlaufbahn des Nibiru. Ihr Planet, ein Observatorium, das sich in den äußeren Sphären des Systems bewegte, ermöglichte es ihnen, die Planeten aus der Ferne zu studieren. Aber etwas zog sie hierher: Gold, Ressourcen, die die Atmosphäre ihrer eigenen Welt retten konnten. Sie benötigten Teilchen, die Strahlung reflektieren, Teilchen, mit denen heute die Fenster von Raumschiffen beschichtet werden, mit einer dünnen Schicht aus Gold. Die Anunnaki versuchten zunächst, es aus den Ozeanen zu gewinnen. Als dies scheiterte, gingen sie an Land zu den Minen im Süden Afrikas. Und als ihre eigene Arbeiterschaft sich erhob, führten sie eine genetische Manipulation durch. Sie erschufen primitive Arbeiter, den Menschen, nicht als Werk göttlichen Funkens, sondern als Ergebnis eines biologischen Experiments, in vitro, aus dem Reagenzglas. All dies wurde auf Tontafeln beschrieben und in der Bibel, im Buch Genesis, im Enuma Elish, in Siegeln, die niemand vollständig verstand bis jetzt. Im Jahre 1986, als Voyager 2 den Uranus passierte, zeigte er der Menschheit einen Planeten, der scheinbar nicht an seinem Platz war. Uranus, einst als ruhige, kalte Kugel vorgestellt, erwies sich als fast seitlich geneigt und seine Ringe und Monde bildeten ein seltsames Schild, das zur Sonne zeigte. Als ob der Planet abgeflacht und gerollt worden wäre, getroffen von etwas Gigantischem. Edward Stone vom Caltech sagte es offen: Kosmische Kollisionen waren ein mächtiger Bildhauer des Sonnensystems. Voyager 2 lieferte harte Beweise. Die Monde des Uranus, anstatt leichter im Inneren und schwerer außen zu sein, zeigten genau das Gegenteil. Titania und Oberon, die äußeren, bestanden aus schwerem Material
Ariel und Umbriel die inneren, aus Eis und dünnen Gesteinsschichten. Alles widersprach den bekannten Regeln der Himmelskörperbildung. Ebenso überraschend waren die Ringe des Uranus, schwarz wie Pech. Ihr Material, dunkel, unregelmäßig, kohlenstoffhaltig, erinnerte an primitiven kosmischen Teer und hatte nichts mit den eisigen Ringen des Saturns zu tun. Sie kreisten mit der doppelten Geschwindigkeit der Planetenrotation, als hätte jemand ihnen durch eine Explosion einen gewaltigen Impuls verliehen. Die Wissenschaftler der NASA gaben zu, eine Kollision mit einem erdgroßen Objekt, das sich mit einer Geschwindigkeit von 65.000 Kilometern pro Stunde bewegte, könnte dies bewirkt haben. Aber niemand sagte, was dieses Etwas war. Alle Spuren deuteten darauf hin, dass nicht nur Uranus getroffen wurde. Ebenso rätselhaft waren die Entdeckungen beim Neptun. 2 seiner Monde, Triton und Nereide, verhielten sich, als ob etwas sie aus ihren früheren Umlaufbahnen herausgerissen hätte. Nereide mit einer merkwürdig abgeflachten Form, auf einer Seite hell, auf der anderen schwarz, umkreist den Planeten auf einer extrem elliptischen Umlaufbahn, entfernt sich bis zu 10 Millionen Kilometer und kehrt dann auf nur 1,5 Millionen Kilometer zurück. Bradley E. Schaefer, Astrophysiker und Mitautor der im Nature veröffentlichten Studien, stellte fest: Stellt euch vor, Neptun hatte einst ein gewöhnliches Mondsystem wie Jupiter oder Saturn, und dann drang ein riesiger Himmelskörper in dieses System ein und alles wurde zerstört. Und wieder taucht dieselbe Frage auf, die immer häufiger gestellt wird. Was war dieser Körper? Was war seine Herkunft? Warum kollidierte er mit Uranus und störte das System des Neptun? Die Antwort könnte, wie immer, nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit liegen. Denn vor tausenden von Jahren schrieben die Sumerer: Nibiru kam, der Herr des Schicksals. Er durchbrach die Umlaufbahn und störte die Ordnung des Himmels. In seiner Spur änderten die Planeten ihren Lauf. Zerbrochene Körper wurden zu Ringen und Monden. Der König des Himmels zog vorbei und das System war nicht mehr dasselbe. Neptun, Uranus, Pluto. Ihre seltsamen Umlaufbahnen, dunklen Monde, umgekehrten Bewegungen und unregelmäßigen Ringe stellten die Astronomie lange Zeit vor ein Rätsel. Bis er erschien, ein Besucher aus den Tiefen des Kosmos. Laut den alten sumerischen Texten trug er den Namen Nibiru. Die Babylonier nannten ihn später Marduk, zu Ehren ihres Gottes. Er kam von einem Ort, den die Sumerer als Ozean der Himmel bezeichneten. Er bewegte sich nicht in die gleiche Richtung wie die Planeten, sondern rückläufig, entgegen den anderen Himmelskörpern. Seine Flugbahn durchquerte das Planetensystem. Als er sich dem Neptun näherte, auf sumerisch Ea, der dessen Heim das Wasser ist, zog ihn die Gravitation ins Innere des Systems. Nibiru war nicht allein. Er hatte Satelliten. Vielleicht bewegte er sich wie ein Mini-Planetensystem. Laut den alten Beschreibungen sah er aus wie eine feurige Kugel, er sprühte Funken und Blitze, als er die äußeren Planeten passierte. An seinen Seiten wurden Glieder beschrieben, die schwer zu erkennen waren, als ob es Auswölbungen oder Erhebungen wären. Er hatte 4 Augen und 4 Ohren, was man heute als vielgliedrigen, aktiven Körper mit begleitenden Satelliten interpretieren könnte. Als er den Neptun passierte, könnte sich eines dieser Glieder gelöst und zu einem neuen Mond geworden sein, Triton. Interessanterweise ist Triton der einzige große Mond, der sich rückläufig bewegt, also in der Richtung von Nibirus Bahn. Heute sind sich die Wissenschaftler einig. Triton entstand nicht um Neptun, sondern wurde eingefangen, und zwar wahrscheinlich infolge einer Kollision. Laut einem Team vom Caltech wurde Triton nach einer Kollision mit einem der früheren Neptunmonde aus seiner heliozentrischen Umlaufbahn geworfen. Der Verlust an Orbitalenergie ermöglichte es Neptun, ihn für immer einzufangen. Als Nibiru Uranus passierte, den sumerischen Anu, kam es zu weiteren Störungen. Ein alter Text sagt, dass Anu 4 Winde gebar, 4 Hauptmonde des Uranus, die durch eine Kollision entstanden, welche den Planeten abflachte und seine Achse neigte. Jeder Durchgang von Nibiru hinterließ eine Spur. Jeder Planet wurde verletzt, verändert, umgeformt. Dann näherte sich Nibiru dem Saturn, dem sumerischen Anscha, dem Haupt am Himmel. Der Text beschreibt: Er näherte sich und stand wie zum Kampf. Saturn und Nibiru küssten sich. Dann änderte sich das Schicksal Nibirus für immer. Gerade dann änderte sich seine Flugbahn, die Bahn nahm die Form einer Ellipse an. Und damals wurde GA, also Pluto, aus dem Einflussbereich des Saturn herausgerissen. Er wurde in Richtung Mars und Venus gezogen, schlug dann eine große Ellipse und kehrte zurück an den Rand des Sonnensystems. Deshalb hat Pluto heute eine so seltsame, schräg geneigte Umlaufbahn, die ihn manchmal zwischen Neptun und Uranus führt. Laut der heutigen Wissenschaft wissen wir nicht, warum das so ist. Laut den Sumerern wissen wir es nur zu gut. Nibiru durchquerte die äußeren Himmel. Er bewegte Saturn, er befreite Gaga.
Gaga sprach zu Neptun und Uranus und ging in die fernsten Regionen. Nibiru, ein Besucher aus den Tiefen des Kosmos, gelenkt durch seine eigene Flugbahn, bewegte sich in Richtung des zentralen Bereichs des Sonnensystems. Seine Flugbahn war kein Zufall. Alles führte zu einem einzigen Moment: zu Tiamat. Zu jener Zeit, so berichten alte Texte, war das Sonnensystem jung. Die Planeten bildeten gerade ihre stabilen Umlaufbahnen. Besonders der Bereich um Tiamat, zwischen Mars und Jupiter gelegen, war ein Ort des Chaos. Tiamat war ein Planet, umgeben von einem eigenen System von Satelliten, himmlischen Göttern, die wild wirbelten, von einer Aura umgeben waren und Schrecken verbreiteten. Der größte unter ihnen, Kingu, wuchs beinahe auf Planetengröße an. Er sollte eine eigene Umlaufbahn erhalten. Die Herrscherin Tiamat belegte ihn mit einem Zauber, verlieh ihm Namen, Rang und die Tafel des Schicksals. Das war der Anfang vom Ende. Als sich Nibiru Tiamat näherte, brachte er 7 Satelliten mit, bezeichnet als Winde: Südwind, Nordwind, Ostwind, Westwind, böser Wind, Wirbelsturm und Hurrikan. 7 Winde, die er erschuf, schickte er voraus. In der ersten Phase der himmlischen Schlacht kollidierten nicht die Planeten selbst, sondern ihre Satelliten. Die 7 Winde Nibirus trafen auf das Heer Tiamats. Ein kosmisches Massaker begann. Er entzündete einen Blitz, füllte seinen Körper mit lodernder Flamme, er sandte ein Netz aus, möglicherweise ein Magnetfeld, um Tiamat zu fangen. Eine dieser Kräfte, der böse Wind, traf Tiamats Bauch, spaltete ihr Inneres und zerriss ihr Herz. Tiamat begann zu zerbrechen. Erhitzt, aufgebläht, spuckte sie Materie aus, als würde sie globale Vulkanausbrüche erleben. Kingu, der größte Satellit, verlor seine Umlaufbahn. Er wurde herabgestuft zu einem leblosen Lehmklumpen, ohne Atmosphäre und Strahlung. Er wurde zu unserem Mond. Und Tiamat, ihr oberer Teil, der Schädel, vom Nordwind getroffen, wurde auf eine neue Umlaufbahn geschleudert. So entstand die Erde, KI, und mit ihr der Mond. Der untere Teil, Tiamats, der Schwanz, wurde zerschmettert. Fragmente wurden wie ein Armband gebunden. Sie bildeten den Asteroidengürtel. Er bog Tiamats Schwanz, um einen großen Reif wie ein Armband zu schaffen. Nach dem Sieg über Tiamat setzte Nibiru seine Reise fort. Er umrundete die Sonne, von den Sumerern Apsu genannt, und bewegte sich zurück in den fernen Kosmos. Aber er war nicht mehr dasselbe Himmelsobjekt. Er war in eine Umlaufbahn um die Sonne geraten. Von da an musste er zurückkehren. Seine neue Umlaufbahn brachte ihn erneut ins Innere des Sonnensystems. Er passierte Neptun, Ea, und Saturn, Anshar, der seinen Sieg verkündete. Er blickte erneut auf Tiamats Körper. Und dann, er hielt inne, um ihren leblosen Körper zu betrachten, dann spaltete er sie in 2 Teile. Aus dieser Entscheidung entstand eine neue Erde, eine neue Ordnung. Die Bahn Plutos, früher Gaga, wurde festgelegt. Von da an sollte er der sein, der den Weg weist, aus dem äußeren Raum in Richtung Sonne. Und dann erschuf Nibiru 2 Sitze, eine im Asteroidengürtel, im Firmament, eine andere, weit entfernt, im kosmischen Ozean, genannt E-Shara, der Sitz des Fürsten. Heute würden wir sie nennen Perigeuum und Apogäum, der sonnennächste und sonnenfernste Punkt, der vollständige Umlauf dieser Bahn. 3600 Jahre. Und so wurde er dauerhaft Teil des Sonnensystems. Der 12. Planet. Der Planet, der allem die endgültige Form gab. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Dies ist einer der mächtigsten Texte in der Geschichte der Menschheit. Für Millionen von Menschen das Fundament ihres Glaubens. Für andere ein Mythos. Für wieder andere ein verschlüsseltes Echo eines Wissens, das einst Tatsache war. Im 17. Jahrhundert berechnete Erzbischof James Ussher, dass die Welt genau im Jahr 4004 Jahre vor unserer Zeitrechnung an einem Oktobersonntag gegen 9 Uhr morgens erschaffen wurde. Manche Bibelausgaben drucken diese Chronologie noch heute an den Rand. Doch der Konflikt zwischen Kreationisten und Wissenschaft, zwischen dem Göttlichen und dem Messbaren, dauert bis heute an. Dabei müsste er vielleicht gar nicht existieren. Denn wie die Entdeckungen des letzten Jahrhunderts zeigen, ist die biblische Schöpfungsgeschichte eine gekürzte Version viel älterer, präziserer Texte aus Mesopotamien. In Wirklichkeit eine Zusammenfassung, eine Kondensation. Das babylonische Enuma Elish ist die epische Version, in der Marduk der Schöpfergott ist. Doch das Original war sumerisch und darin war Nibiru der Schöpfer. Die ältesten Tontafeln, aufbewahrt in den königlichen Bibliotheken von Ninive und Ur, erzählen genau dieselbe Geschichte wie das Buch Genesis, manchmal Wort für Wort.
George Smith vom British Museum veröffentlichte bereits im Jahr 1876 das Buch The Chaldean Genesis, in dem er nachwies, dass das akkadische Schöpfungsepos die biblische Version um mehr als 1000 Jahre übertrifft. Aus Mesopotamien stammt die Einteilung in 7 Schöpfungsphasen. 6 Tage Werk, 1 Tag Ruhe, genau wie im babylonischen Original. Das hebräische Wort für Tag ist Yom, was nicht zwingend 24 Stunden bedeutet, sondern eher eine Phase, Etappe oder Periode. All dies, übersetzt, vereinfacht, verarbeitet über Jahrhunderte, wurde zu dem, was wir heute Religion nennen. Doch in der Antike gab es keine Trennung zwischen Wissenschaft, Staat und Spiritualität. Der Priester war Gelehrter, der Tempel eine Bibliothek, Gott ein Lehrer und die Götter, die verehrt wurden, das waren die Anunnaki. Diejenigen, die vom Himmel auf die Erde herabstiegen. Sie waren es, die das Wissen übermittelten. Sie waren die Quelle der Wissenschaft. Sie wurden als Elohim, wörtlich Götter im Plural, in den ältesten Fassungen der Bibel aufgezeichnet. Was wir heute als Monotheismus sehen, war in Wirklichkeit eine Universalisierung vieler Rollen und Funktionen, zugewiesen nicht einem Menschen, sondern einer Intelligenz. In der sumerischen Welt war Nibiru mehr als nur ein Planet. Er war Hirte der Planeten, Richter des Schicksals, Wendepunkt der Umlaufbahn. Er war das Symbol der Ordnung, die nach dem Chaos kommt. Und seine Rückkehr, alle 3600 Jahre, war wie eine kosmische Uhr, die den Lauf der Geschichte zurücksetzt. Um zu akzeptieren, dass das Buch Genesis von mehr handelt als nur vom Glauben, muss man eines anerkennen. Die Anunnaki existierten und dass die sumerischen Texte keine Mythen sind, sondern Berichte basierend auf Beobachtung und Wissen. Viele Gelehrte beginnen langsam, das zu erkennen. Doch weder die Welt der Wissenschaft noch die der Religion ist bereit zuzugeben, dass das alte Mesopotamien möglicherweise die tatsächlichen Ursprünge der Welt beschrieben hat. Die offizielle Wissenschaft lehnt diese Möglichkeit ab und wiederholt, es ist von Natur aus offensichtlich, dass keine dieser Geschichten im menschlichen Gedächtnis bewahrt werden konnte. So schrieb Nahum Sana in Understanding Genesis. Aber was, wenn es nicht das menschliche Gedächtnis war? Was, wenn es uns von außen übermittelt wurde? Die Sumerer selbst gaben zu, nicht unsere Vorfahren erinnern sich daran. Es ist das Wissen der Anunnaki, jener, die von Nibiru kamen. So wie wir heute den Anfang des Universums mit der Urknalltheorie rekonstruieren, so entwickelten auch sie ein Schöpfungsszenario basierend auf Daten, Beobachtungen und Umläufen um die Sonne. Ihr Planet, Nibiru, war ein lebendiges Observatorium, das immer wieder die äußeren Planeten passierte. Moderne Studien zum Enuma Elish zeigen, wie tief diese Erzählung in den Wurzeln unserer Kultur verankert ist. Am Anfang, sowohl in der Bibel als auch bei den Sumerern, beginnt die Geschichte gleich. Als in der Höhe der Himmel noch keinen Namen hatte und die Erde noch nicht benannt war, da existierte nur Apsu, der uralte Vater, und Tiamat, die alle gebar. Ihre Wasser waren vermischt. Es gab kein Schilf, kein Sumpf. Es gab nur den Abgrund. Die Bibel sagt dasselbe, nur mit anderen Worten. Selbst in der traditionellen König Jakob. Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Doch heute, nach Jahren der Analyse, geben Theologen zu. Das Wort Geist ist Ruach, also Wind, und Abgrund. Das ist Tehom, der hebräische Name für Tiamat, also der Wind des Herrn, der sich über den Wassern bewegte in Genesis, ist in den sumerischen Texten einer der Satelliten Nibirus, der sich Tiamat näherte, Funken, Feuer und Licht bringend. Dann befahl der Herr, ein Blitz soll schlagen und es ward ein großes Licht. Das ist keine Metapher. Das ist die Beschreibung einer Schlacht, einer Kollision, einer planetaren Spaltung, der Geburt der Erde aus einer Hälfte Tiamats und der Bildung des Asteroidengürtels aus der anderen. Im Buch Genesis erscheint das so: Und Elohim sprach, es entstehe ein Gewölbe mitten in den Wassern und es scheide Wasser von Wasser. Im hebräischen Original wird dieses Gewölbe Rakia genannt, also wörtlich geschmiedetes Armband, also der Asteroidengürtel. Das, was laut Genesis die seedicht oberen Wasser von den unteren trennte, war der Überrest von Tiamat, den Nibiru spaltete und wie Wächter am Himmel aufhing. Und so entstand der Himmel. Auf Hebräisch Shamaim, Sham plus Maim, dort, wo die Wasser waren. Und wo waren sie? In Tiamat, an dem Ort, wo heute das geschmiedete Armband kreist, der Asteroidengürtel. Die antike Erzählung enthält Details, die so erstaunlich sind, dass ihr Wissen zu jener Zeit unmöglich scheint. Und doch wurden viele dieser Einzelheiten bereits durch die moderne Astronomie bestätigt. Es scheint also, dass sich die Sumerer tatsächlich auf Wissen stützten, das ihnen von jenen überliefert wurde, die von Nibiru kamen.
Einfach gesagt, die Geschichte von der himmlischen Schlacht, dem Zerfall Tiamats, der Geburt der Erde und des Asteroidengürtels, sowie vom Eintritt Marduks in eine stabile Umlaufbahn um die Sonne, ist nicht länger nur Mythologie. Bleiben wir bei einem Aspekt dieser Erzählung, den Winden, also Satelliten, die die Waffe der himmlischen Götter darstellten. Der Mars hat 2 Monde, Jupiter 1 Dutzend, Saturn mehr als 20, Uranus und Neptun jeweils 1 Dutzend. Heute überrascht das niemanden, aber vor dem Jahr 1610, als Galileo mit dem Teleskop die 4 größten Jupitermonde entdeckte, herrschte die Überzeugung, dass jeder Himmelskörper wie die Erde nur einen Mond haben könne. Die sumerischen Texte jedoch sagten, dass, als die Gravitationskraft von Marduk bzw. Nibiru sich mit dem Feld des Uranus verband, 3 Satelliten erschienen. Anu gebar weitere 4. Bevor Marduk Tiamat erreichte, hatte er bereits 7 Winde, die er gegen sie stellte. Tiamat hatte 11 und an ihrer Spitze stand der Anführer der Schar, bereit, ein eigenständiger Planet zu werden. Heute nennen wir ihn den Mond. Laut derselben Erzählung wurde nach dem Zerfall Tiamats der Schutt ihres unteren Teils im Raum ausgebreitet. Genau dort, wo einst der Planet existierte. Sumerische und biblische Texte sprechen von einem geschmiedeten Gürtel, einem Trümmerarmband, das zwischen Mars und Jupiter kreist. Unsere Astronomen kannten es bis Anfang des 19. Jahrhunderts nicht. Erst im Jahr 1801 entdeckte Giuseppe Piazzi das erste Objekt, Ceres. Dann kamen Pallas, Juno und Vesta. Bis zum Jahr 1945 wurde nichts weiteres gefunden, aber danach Hunderte. Heute kennen wir fast 2000 Asteroiden und es wird geschätzt, dass es bis zu 50.000 gibt, die größer als 1,5 Kilometer sind und Milliarden kleinere. Mit anderen Worten, die moderne Astronomie benötigte 200 Jahre, um das Wissen der Sumerer von vor 6000 Jahren einzuholen. Und Gott machte das Gewölbe und schied die Wasser unter dem Gewölbe von den Wassern über dem Gewölbe. Die Erde war ein wässriger Planet. Aber wenn die Wasser unter dem Gewölbe die Ozeane der Erde sind, was waren dann die Wasser über dem Gewölbe? Sumerische Texte deuten darauf hin, dass damit die Planeten oberhalb des Asteroidengürtels gemeint sind. Heute wissen wir, dass es tatsächlich eine physikalische Trennung gibt. Unter dem Gürtel die Gesteinsplaneten, darüber die Gasriesen. Die ersten, mit Ausnahme der Erde, sind öde. Die zweiten besitzen keine klassische Oberfläche. Lange glaubte man, nur die Erde habe Wasser. Doch unbemannte Sonden zeigten etwas anderes. Mariner 10 entdeckte, dass Merkur nicht in der Lage ist, Wasser zu halten. Die Venus überraschte die Wissenschaft. Statt einer trockenen Wüste eine Atmosphäre aus Kohlendioxid und Schwefelsäure, die einen Treibhauseffekt erzeugt. Daten der Missionen Pioneer Venus 1 und 2 zeigten, dass die Venus einst eine Wasserschicht von bis zu 9 Metern gehabt haben könnte. Wasser wurde in den Wolken absorbiert, ein Teil des Sauerstoffs oxidierte Gesteine. Ein Bericht aus dem Jahr 1986 deutete auf ehemalige Seen und Spuren eines Ozeans hin. Mars galt lange als trocken und tot. Doch im Jahr 1971 offenbarte Mariner 9 etwas anderes. Vulkane, Canyons, ausgetrocknete Flussläufe. Harold Masursky vom US Geological Survey sagte es direkt: Wasser spielte eine aktive Rolle in der Entwicklung dieses Planeten. Die Missionen Viking 1 und 2 bestätigten dies. Man fand Beweise für Überschwemmungen, Seen, Verwitterung und Reif aus Wassereis und Trockeneis. Im Jahr 1979 bestätigte die NASA, der Nordpol des Mars besteht aus Wassereis. Der Abschlussbericht der NASA nach dem Viking-Programm erklärte, der Mars hatte einst genug Wasser, um die gesamte Oberfläche des Planeten mit einer meterdicken Schicht zu bedecken. Heute weiß man, dass der Mars leicht schwankt, während er sich um seine Achse dreht, was zu zyklischen Klimaveränderungen führt. Als der Planet wärmer war, könnten Seen mit einer Tiefe von 5 Kilometern existiert haben. Im Jahr 1986 meldete die NASA, dass unter der Oberfläche des Mars genug Wasser vorhanden sein könnte, um den gesamten Planeten bis zu einer Tiefe von 300 Metern zu fluten. Es deutet also alles darauf hin, dass nicht nur die Erde Wasser unter dem Gewölbe hatte, auch die Venus hatte es. Der Mars hatte es ebenfalls. Und all diese Daten bestätigen etwas, das die Sumerer bereits vor 6000 Jahren behaupteten. Heute wissen wir, dass die Erzählung von den Wassern über dem Gewölbe keine bloße poetische Metapher ist. Sowohl Saturn als auch Jupiter und ihre Monde sind reich an Wasser, Eis und organischen Verbindungen. Moderne Forschung, ermöglicht durch die Sonden Cassini, Juno, Galileo sowie Beobachtungen mit den Teleskopen Hubble und James Webb, brachten Antworten, die die Pioniere Voyager nur erahnen konnten. Saturn, dessen Ringe seit jeher Bewunderung hervorrufen, stellte sich als Träger nicht von 7, sondern von Tausenden von Ringen heraus, bestehend aus Eisbrocken von wenigen Zentimetern bis zu Blöcken in der Größe von Gebäuden.
Ihre Struktur ist dynamisch, sie verändert sich unter dem Einfluss der Monde und der Gezeitenkräfte. Neueste Untersuchungen zeigten, dass die Ringe relativ jung sind, vermutlich weniger als 500 Millionen Jahre alt. Es ist ein Meer kreisenden Eises, das den Planeten nachts wie ein eigenes Licht erleuchtet. Auch die Monde des Saturn überraschen immer wieder. Enceladus erwies sich als aktive Welt mit Eisgeysiren, die Wasser, Dampf und organische Verbindungen in den Weltraum schleudern. Heutige Simulationen deuten darauf hin, dass sich unter seiner Eiskruste ein Ozean aus flüssigem Wasser befindet, mit chemischen Bedingungen, die Leben ermöglichen könnten. Titan, der größte Mond, besitzt eine dichte Atmosphäre, reich an Methan und Ethan, Flüsse aus flüssigen Kohlenwasserstoffen und vermutlich einen tiefen unterirdischen Ozean. Jupiter, der größte Planet des Systems, erwies sich nicht nur als mächtige Wärmequelle, sondern auch als Heimat einiger der faszinierendsten Monde. Dank der Missionen Galileo, Juno und aktueller Studien wissen wir, dass Io ein vulkanischer Höllenplanet ist, aber auch Spuren vergangener Wasserprozesse aufweist. Europa hingegen ist ein wahrer Schatz. Unter seiner Eiskruste verbirgt sich ein Ozean aus flüssigem Wasser, in dem chemische Prozesse ablaufen könnten, die die Entstehung von Leben begünstigen. Neueste Beobachtungen bestätigen das Vorhandensein von Wasserdampffontänen, die den Inhalt des Ozeans ins All schleudern und so eine Analyse ohne Landung ermöglichen. Ganymed, der größte Mond im Sonnensystem, verbirgt ebenfalls einen Ozean unter einer Eiskruste und erzeugt sogar ein eigenes Magnetfeld, einzigartig unter den Monden. Callisto, obwohl stärker vereist und von Kratern übersät, könnte laut heutigen Modellen in einer Tiefe von mehreren Dutzend Kilometern eine Schicht flüssigen Wassers besitzen. Dank heutiger Erkenntnisse wissen wir auch, dass Jupiter einen Ring besitzt. Dünn, schwer zu erkennen, aber real. Und auch er, wie der des Saturn, besteht hauptsächlich aus Eispartikeln und Staub. All dies bestätigt etwas, das die Sumerer vor Tausenden von Jahren aufzeichneten. Über dem Gewölbe gibt es tatsächlich Wasser. Im Sonnensystem ist es nicht nur der Erde vorbehalten. Es existiert in Form von Eis und Ozeanen auf und unter den Oberflächen vieler Monde, in den Atmosphären der Planeten und sogar in den Ringen. Im Jahr 1986 blickte die Menschheit erneut zum Himmel und erwartete mehr als nur ein spektakuläres Ereignis. Da erschien der Bote der Genesis, der Halley'sche Komet, ein Objekt, das seit Tausenden von Jahren regelmäßig zurückkehrt, wie eine Erinnerung an etwas Größeres. Es ist eines der wenigen Himmelskörper, deren Wiederkehr seit Jahrtausenden aufgezeichnet wird. Bereits die Sumerer und Babylonier dokumentierten sein Erscheinen. Die moderne Wissenschaft bestätigte ihre Beobachtungen, als im Jahr 1986 erstmals in der Geschichte eine direkte Untersuchung durch Raumsonden möglich war. Edmund Halley, ein britischer Astronom, der an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert lebte, war der Erste, der feststellte, dass die in den Jahren 1531, 1607 und 1682 beobachteten Kometen ein und dasselbe Objekt waren. Dank der Newtonschen Gesetze entdeckte er, dass ihre Flugbahn nicht linear, sondern elliptisch war. Er berechnete auch, dass der Komet etwa alle 76 Jahre zurückkehrt. Halley erlebte seine Rückkehr im Jahr 1758 nicht mehr, aber sein Name blieb erhalten. Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Halley'sche Komet ein faszinierendes Objekt. Wenn er sich der Sonne nähert, beginnt er lebendig zu werden. Eis und gefrorene Verbindungen verdampfen und bilden einen riesigen Schweif, der sich über hunderttausende Kilometer erstreckt. Bei jedem Durchflug verliert er einen Teil seiner Masse, was seine Umlaufbahn verändert. Doch nicht nur seine physischen Eigenschaften machen ihn außergewöhnlich. Ebenso bedeutend ist seine Symbolik. Als er zuletzt im Jahr 1910 die Erde passierte, erfasste eine Welle kollektiver Panik die Welt. Man glaubte, dass giftiges Gas aus seinem Schweif die Erde umhüllen würde. Die Medien prophezeiten das Ende der Welt. König Eduard VII. Stirbt. In Europa wächst die Spannung, die bald im Ersten Weltkrieg explodieren wird. Bei früheren Durchflügen desselben Kometen kam es unter anderem zu dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618, der Belagerung von Belgrad 1456, dem Ausbruch der Pest, dem Schwarzen Tod 1347, dem Erdbeben von Lissabon 1755, dem Aufstand der Seminolen in Florida 1835. Im Jahr 1985 analysierten Stephenson, Yao und Hunger babylonische astronomische Tafeln und entdeckten Aufzeichnungen über außergewöhnliche Himmelskörper, die in den Jahren 164 und 87 vor unserer Zeitrechnung erschienen. Ein Rückkehrzyklus von etwa 77 Jahren,
perfekt passend zum Hallischen Kometen. Niemand hatte zuvor beachtet, dass das Jahr 164 vor unserer Zeitrechnung nicht nur ein astronomisches Datum war, sondern auch ein historisches. Damals eroberten die Juden unter der Führung der Makkabäer Jerusalem zurück und reinigten den entweihten Tempel. Dieses Ereignis wird bis heute durch das Chanukka-Fest gefeiert, das genau im Monat Kislev stattfindet, demselben, in dem die Babylonier das außergewöhnliche Himmelsphänomen beobachteten. Ein Zufall? Eine bloße Koinzidenz? Oder vielleicht doch mehr? Flavius Josephus verglich in seinen Schriften den Kometen mit einem Schwert, das über Jerusalem hing. Doch er war nicht der Erste. Der Komet, als leuchtende Waffe des Himmels, erscheint in vielen Überlieferungen. Im biblischen Buch der Chronik lesen wir: Sie sahen den Engel des Herrn, der zwischen Himmel und Erde stand, mit einem gezückten Schwert über Jerusalem. Eine Beschreibung, die erstaunlich dem Aussehen und der Bewegung eines Kometen ähnelt, und das Datum dieses Ereignisses, etwa 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, passt exakt zu einem weiteren Umlauf des Hallischen Kometen. War der Engel mit dem Schwert in Wirklichkeit ein himmlischer Bote? Ein Komet? Nicht ohne Grund sagte Bileam, der Prophet im Buch Numeri, angesichts der nahenden Gefahr: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe. Ein Stern ist aus Jakob aufgegangen. Ein Zepter ist aus Israel hervorgegangen. Interpretation? Für manche Gelehrte eine klare Vision eines Kometen. Mehr noch, laut Berechnungen erschien der Hallische Komet um das Jahr 1390 vor unserer Zeitrechnung. Genau zu der Zeit, als die Israeliten ihre Wanderung durch die Wüste beendeten und ins Land Kanaan einzogen. War das ein göttliches Zeichen der Zustimmung zu ihrem Zug? Erstaunlich, wie häufig Aufstände und dramatische Wendepunkte in der Geschichte des antiken Israel mit den Rückkehrzyklen desselben Kometen zusammenfallen. Im Jahr 66 unserer Zeitrechnung während des Aufstands gegen Rom, im Jahr 135 unserer Zeitrechnung während der Bar Kochba-Revolte, dessen Name bedeutete Sohn des Sterns. War es vielleicht Halley, der als dieser Stern galt? Manche nennen ihn Bote der Vergangenheit. Die Sumerer würden hinzufügen, der Bote, der dorthin zurückkehrt, wo die himmlische Schlacht stattfand. An den Ort, an dem alles begann. Erstaunlich ist, dass sich der Hallische Komet sehr ähnlich verhält. Obwohl seine Umlaufbahn um ein Vielfaches kleiner ist als die von Nibiru, 75,3 Jahre im Vergleich zu 3600 Jahren, erinnert Halleys Bahn an eine Miniaturversion der Bahn Nibirus. Seine Umlaufbahn ist stark geneigt, um ganze 162 Grad zur Ekliptik. Und er bewegt sich rückläufig, also entgegengesetzt zur Bewegung der meisten Planeten des Sonnensystems. Zudem kehrt er regelmäßig in die Nähe der Sonne zurück, ganz wie Nibiru in den alten Überlieferungen. Doch er ist nicht der einzige. Nahezu die Hälfte der periodischen Kometen besitzt geneigte Umlaufbahnen, viele von ihnen bewegen sich ebenfalls rückläufig. Die bekanntesten sind etwa der Komet P. Hartley 2 mit einem Zeitraum von 6,46 Jahren und der Komet Neowise, der im Jahr 2020 einer der hellsten mit bloßem Auge sichtbaren Kometen des 21. Jahrhunderts war, mit einem Umlauf von etwa 6800 Jahren. Ebenso beunruhigend sind ihre Bahnen. Einige, wie Halley, durchqueren beinahe die Ebene des Sonnensystems in einem scharfen Winkel, andere, wie Neowise, kommen aus fernen Regionen, wahrscheinlich aus der Oortschen Wolke, einem hypothetischen Reservoir von Kometen an den äußeren Grenzen des Systems. Die moderne Wissenschaft versucht seit Jahrzehnten zu klären, woher die Kometen stammen, und obwohl es viele Theorien gibt, erklärt keine vollständig, warum sich Kometen mit Bahnen wie Halley, Neowise oder P. Hartley 2 so verhalten, als wären sie Überreste einer längst vergangenen Katastrophe. Genau an diesem Punkt kehren die sumerischen Erzählungen zurück, als ob ihre Geschichte von Winden und Booten ein Echo dessen wäre, was Astronomen heute zu erkennen beginnen, nicht als Mythos, sondern als Spuren tatsächlicher Ereignisse in der Geschichte des Sonnensystems. Seit langem fragen sich Wissenschaftler, woher Kometen wirklich stammen. Lange herrschte die Meinung vor, sie kämen von den fernen Rändern des Sonnensystems, aus der hypothetischen Oortschen Wolke. Doch Oort selbst, der Urheber dieser Idee, räumte ein, dass moderne Beobachtungen darauf hindeuten, dass Kometen, insbesondere kurzperiodische, eher aus dem Kuipergürtel und dem sogenannten verstreuten Scheibengebiet stammen könnten. Darüber hinaus wissen wir heute, dass viele Kometen einfach frühere Fragmente planetarer Körper sind, die aus dem Inneren des Sonnensystems herausgeschleudert wurden, laut Oort. Die Existenz einer riesigen Kometenwolke findet eine natürliche Erklärung, wenn man annimmt,
dass Kometen und Meteore kleinere Planeten sind, die sich im frühen Stadium des Planetensystems vom Asteroidengürtel abgelöst haben. Auch heutige Modelle bestätigen, dass Kometen vom Zerfall eines großen Planeten stammen könnten und nicht nur aus den kalten Randzonen des Systems. Diese Hypothese wird durch die Ergebnisse von Sonden wie Rosetta gestützt, die in den Jahren 2014 bis 2016 den Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko untersuchte. Man entdeckte darauf nicht nur Wasser, sondern auch komplexe organische Verbindungen, Formaldehyd, Methanol und sogar Aminosäuren, was nahelegt, dass solche Objekte Fragmente größerer Körper gewesen sein könnten. Im Jahr 1978 sprach Thomas C. van Flandern bereits offen vom Zerfall eines Planeten als Ursprung der Kometen. Er schloss sich früheren Vermutungen an, dass sowohl Asteroiden als auch Kometen von einem einzigen Planeten stammen, der zerstört wurde. Ihm folgten zeitgenössische Forscher. Im Jahr 2019 bestätigte die Division for Planetary Sciences, dass viele Kometen und Asteroiden Merkmale einer sogenannten gestörten Genese aufweisen. Sie sind keine ursprünglichen Überreste der Systembildung, sondern Produkte späterer gewaltsamer Prozesse. Van Flandern zitierte Oort: Die Idee, dass Kometen im Sonnensystem unter Umständen entstanden sind, die mit dem Ereignis zusammenhängen, das den Asteroidengürtel schuf, gehört zu den am wenigsten zweifelhaften Hypothesen. Interessanterweise zeigen neueste Analysen der Asteroidenbahnen durch die Gaia-Mission im Jahr 2023 eine Asymmetrie in der Massenverteilung des Gürtels, als ob sie das Ergebnis einer früheren Explosion oder Kollision wäre. Modelle bestätigen, dass es sich in diesem Bereich tatsächlich ein Planet befunden haben könnte, dessen Fragmente sich von Mars bis zur Bahn des Uranus ausbreiteten. Die Hypothese eines Planeten Tiamat, wie im Enuma Elish beschrieben, wird aus wissenschaftlicher Sicht zunehmend plausibel. Zumal gerade dort im Asteroidengürtel kürzlich zahlreiche Objekte entdeckt wurden, die Wasser enthalten. Im Jahr 2021 wurde bestätigt, dass der Asteroid 24 Themis eine Schicht aus Wassereis und organischem Material enthält. Im Jahr 2022 entdeckte das James Webb Weltraumteleskop Spuren von Wasser und Eis auf noch kleineren Objekten im Gürtel. Das bestätigt direkt die Überlieferung der Sumerer, für die die Trennung von Wassern unter dem Gewölbe auf der Erde und Wassern über dem Gewölbe im All das Ergebnis des Zerfalls von Tiamat war. Wie es im Enuma Elish heißt: Er spannte ihre Hälfte wie ein Gewölbe über den Himmel, stellte sie als Grenze auf an einem Durchgangspunkt zur Wache, damit ihre Wasser nicht entweichen konnten. Die Bibel drückte es ähnlich aus. Er spannte Schamaim wie einen Teppich aus und baute seine oberen Gemächer über den Wassern. Neueste Forschungen zeigen auch, dass manche Asteroiden sogenannte Hydrationen enthalten, Minerale, die Wasser in ihrer Kristallstruktur binden. Genau dieses Wasser, dessen Reste in Kometen und Meteoriten nachgewiesen werden, könnte die wichtigste Ressource des einstigen Planeten gewesen sein. Heute muss man den sumerischen Aufzeichnungen nicht mehr bloß glauben. Wir haben harte Fakten. Der Asteroidengürtel entstand nach einer Explosion oder dem Zerfall eines massiven Körpers. Wasser ist nicht einzigartig für die Erde. Kometen und Asteroiden enthalten organisches Material. Die Bahnen der Planeten zeigen Spuren früherer Störungen. Und Jupiter hat sich wahrscheinlich vergrößert, indem er Teile der Masse des einstigen Planeten aufgenommen hat. Sogar das Rätsel der hohen Geschwindigkeit einiger Körper im System, wie Phaethon, ein erdnaher Komet-Asteroid, entdeckt im Jahr 1983, findet seine Erklärung im sumerischen Szenario als Fragment einer uralten Kollision. Heute besteht kein Zweifel mehr daran, dass im Sonnensystem Spuren von Ereignissen aus Milliarden von Jahren zurückgeblieben sind. Spuren, die noch immer voller Wasser sind. Nicht nur die Erde, sondern auch Asteroiden, Monde und Kometen erweisen sich als Speicher für Eis und Wasserdampf, verborgen oder noch aktiv. Ceres, der größte Asteroid und zugleich ein Zwergplanet, wurde in den Jahren 2015 bis 2020 von der NASA-Sonde Dawn untersucht. Es wurde bestätigt, dass ihre Oberfläche nicht nur große Mengen an Eis enthält, sondern auch Wasserdampf abgibt und einen unterirdischen Ozean aus Salzwasser birgt, wie Beobachtungen aus dem Jahr 2020 zeigten. Genau wie zuvor durch Infrarotspektren vermutet. Jack Meadows sagte zutreffend: Wenn die Wasserquelle von Anfang an dort existiert, dann muss der Asteroid als sehr durchtränkter Felsblock entstanden sein. Das Gleiche wurde durch die Untersuchung von kohlenstoffhaltigen Meteoriten bestätigt. Einige von ihnen brachten nicht nur Wasser, sondern auch Aminosäuren auf die Erde, die Bausteine des Lebens. Ihre Analyse, unter anderem nach den Landungen der Missionen Hayabusa 2 Ryugu und Osiris-Rex Bennu,
lässt keinen Zweifel, diese Objekte waren von Anfang an mit Wasser und organischen Verbindungen durchsetzt. 2060 Chiron gibt weiterhin Rätsel auf. Formal ist er ein Centaur, ein Objekt, das zwischen Jupiter und Neptun kreist. Doch neueste Beobachtungen, ALMA 2022, bestätigten, dass er von einer feinen Koma umgeben ist, Wasser und Ammoniak enthält und in seiner Struktur einem riesigen, schmutzigen Eisball ähnelt. Ganz im Einklang mit alten Vermutungen über die sogenannten Genesis-Kometen. Kometen, wie wir heute wissen, sind die Hauptreservoire für Wasser und organisches Material im Sonnensystem. Die Rosetta-Mission und der Lander Philae auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko in den Jahren 2014 bis 2016 bewiesen, dass Kometen chemische Bibliotheken aus der Zeit der Planetenentstehung sind. Man fand dort unter anderem Glycin, die einfachste Aminosäure, Formaldehyd und Kohlenstoffverbindungen. Doch das war nicht das Ende. Im Jahr 1986 wurde der Hallische Komet von einer ganzen Flotte von Raumsonden untersucht. Heute wissen wir, dass die Sonde Giotto nicht nur den Kern fotografierte, sondern in seiner Zusammensetzung nicht nur Staub und Eis, sondern auch große Mengen organischer Materie entdeckte. Die Temperatur seiner Oberfläche betrug, entgegen aller Erwartungen, etwa 30 Grad Celsius, trotz der großen Entfernung zur Sonne. Stephen P. Moran von der NASA sagte damals, der Nachweis von Wasser im Schweif des Kometen ist die bedeutendste Entdeckung. Susan Wyckoff ergänzte zur selben Zeit, es ist der erste ernsthafte Beweis für das überwiegende Vorhandensein von Eis in der Struktur des Kometen. Was in den 80er Jahren eine Sensation war, ist heute eine Gewissheit. Alle untersuchten Kometen bestehen aus Wasser, Staub und organischem Material. Und einige, wie 67P oder Hale-Bopp, stoßen bis zu 100 Tonnen Wasser pro Sekunde in den Raum aus. Darüber hinaus beobachteten im Jahr 2020 die Sonde SOHO und die Parker-Solarprobe, dass ähnliche Prozesse auch bei weniger bekannten, kleineren Kometen auftreten und die Menge an Wasser, die sie ins Sonnensystem einbringen, könnte deutlich größer sein als bisher angenommen. Dadurch wissen wir heute, dass Wasser nicht zufällig zur Erde gelangte. Wasser war von Anfang an hier, so wie es die ältesten Erzählungen sagen, und vielleicht war es Träger von etwas noch Größerem. Interessanterweise befinden sich die meisten dieser eisigen Welten genau in der Zone zwischen dem Asteroidengürtel und den äußeren Planeten dort, wo in den sumerischen Mythen die Überreste von Tiamat und die Wasser über dem Gewölbe beschrieben wurden. Nach den Sumerern, als die Anunnaki auf die Erde hinabstiegen, lebten nicht alle auf dem Planeten. 600 befanden sich an der Oberfläche, aber 300 blieben in der Umlaufbahn als Besatzung von Raumfähren. Die Sumerer nannten sie Igigi, wörtlich diejenigen, die beobachten und sehen. In Mesopotamien wurden viele Figuren und Kapellen entdeckt, die diesen Göttern gewidmet waren, doch Archäologen nannten sie Augenfiguren, ohne ihre Symbolik zu verstehen. Die Texte jedoch sagen es deutlich. Die Anunnaki benutzten Geräte zur Erforschung der Erde von einem Ende bis zum anderen. Die Beschreibungen deuten darauf hin, dass es sich um Satelliten handelte, die den Planeten umkreisten und zur Beobachtung dienten, wie heutige Spionage- oder Forschungssatelliten. Die Formen, die seit Jahrhunderten auf mesopotamischen Tontafeln als sehende Augen dargestellt wurden, ähneln auffallend den Konstruktionen moderner Satelliten, kugelförmige oder ellipsoide Körper mit Antennen und einem klar sichtbaren Auge, einem Spiegel oder Detektor. In vielen Sprachen der Welt klingt der Name unseres Planeten sehr ähnlich. Earth, Erde, Eretz, Arata, Erte, Erd. Das ist kein Zufall. In alten Texten findet sich eine Aufzeichnung über die Ankunft der ersten Wesen von Nibiru, der Anunnaki, auf einem neuen Planeten. Angeführt wurden sie von Ea, dessen Heim das Wasser ist, dem Sohn des Herrschers Anu. Sie landeten im Gebiet des heutigen Arabischen Meeres und gründeten die erste Siedlung am Rand der Sümpfe. Sie nannten sie Eridu, was Haus in fernen Gegenden bedeutet. Von dieser Siedlung stammt später die Bezeichnung für den ganzen Planeten, die Erde. Wenn wir heute Earth sagen, erinnern wir unbewusst an Eridu und an jene, die es gegründet haben. Im Sumerischen trug der Planet Erde den Namen Ki. Dieses Wort, dargestellt als abgeflachter Globus mit senkrechten Linien, bedeutete nicht nur den Planeten, sondern auch Abtrennung, Spaltung, Riss. Abgeleitete Formen dieses Begriffs standen unter anderem für Grab, Ausgrabung, Schlucht. In astronomischen Texten, wenn von einem gespaltenen Himmelskörper die Rede war, nutzte man den Ausdruck Mulki, gespaltener Himmelskörper. Die Erde war nicht immer das, was sie heute ist. In der uralten Geschichte von der himmlischen Schlacht
wurde der Planet namens Tiamat in 2 Teile gerissen. Ein Teil, unversehrt, wurde zur Erde. Der andere zerbrach in tausende Fragmente und bildete den Asteroidengürtel, heute bekannt als geschmiedetes Armband, Shamaim, Firmament. So beschreibt es das Enuma Elish. Echos dieses Ereignisses finden wir auch in der Bibel. Im Buch Genesis lesen wir: Dann sprach Elohim: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, und das Trockene werde sichtbar, und es geschah so. Da nannte Elohim das Trockene Erde, und die Ansammlung der Wasser nannte er Meer. Ein ähnliches Bild vermittelt Hesiod in der Theogonie, wo er die Geburt der Gaia, der Erdgöttin, beschreibt. Wahrlich, zuerst entstand das Chaos, dann aber breitete sich weit. Gaia aus, die alle Unsterblichen gebar, die die schneebedeckten Höhen des Olymps, trägt den düsteren Tartaros in den tiefen Unterwelten und Eros, den schönsten unter den Göttlichen. Später schreibt er: Und dann gebar Gaia den sternengeschmückten Uranus, ihr Ebenbild, damit er sie von allen Seiten umgebe, um der ewige Sitz der Götter zu sein. In den alten Sprachen des Ostens wandelte sich das Wort Ki im Laufe der Zeit zu Gi, bis die Griechen es als Gaia übernahmen, den Namen der Erdgöttin. Von ihr stammt das Geo in Wörtern wie Geologie, Geometrie oder Geographie. Für die Sumerer war die Erde, Gaia, Gi, Ki, nicht nur ein Globus. Sie war der gesplittete Planet, ein Andenken an das Ereignis vor Milliarden von Jahren, als die zerstörte Tiamat durch einen kosmischen Zusammenstoß geteilt wurde. Die neue Erde, die neue Gaia, nahm Gestalt an. Auf der einen Seite gab es Landmassen, die Kruste von Tiamat. Auf der anderen eine riesige Spalte, gefüllt mit Wasser. Wie Hesiod schrieb, auf der einen Seite schuf sie Hügelketten, Zufluchten für liebliche Nymphen, auf der anderen gebar sie Pontos, die aufgewühlte, kahle Tiefe. So sah der Planet nach der himmlischen Schlacht aus. Gespalten, neu geformt. Heute, nach Milliarden von Jahren, bestätigt die moderne Wissenschaft unbewusst die alten Überlieferungen. Die Erdkruste, also die Lithosphäre, ist eine dünne, rissige Schicht, unvergleichlich dünner als die Kruste des Mars oder des Mondes. Im Jahr 2016 veröffentlichten Wissenschaftler der Universität Chicago eine Studie, die darauf hindeutet, dass ein erheblicher Teil der kontinentalen Erdkruste ins Erdinnere gezogen wurde. Ein Teil leichteren Materials, der in eine Tiefe von etwa 400 Kilometern abgesunken ist, wie große Fragmente einer abgebrochenen Kruste. Warum gelangte etwas Leichteres als das Gestein des Mantels so tief hinab? Was verursachte diesen Bruch und diese Verschiebung? Die Lithosphäre der Erde ist nicht nur dünn, sie ist auch uneinheitlich. In kontinentalen Regionen ist sie zwischen 20 und 70 Kilometer dick. Unter den Ozeanen misst sie lediglich 5 bis 6 Kilometer. Die Kontinente sind leicht, hauptsächlich aus Granit aufgebaut. Die Ozeane hingegen sind schwerer, basaltisch. Doch es gibt etwas noch Erstaunlicheres. Die kontinentale Lithosphäre ist alt. Sie ist über 4 Milliarden Jahre alt. Gesteine in Kanada, Australien oder Afrika sind zwischen 3,8 und sogar 4,2 Milliarden Jahre alt. Kein Fragment der ozeanischen Lithosphäre jedoch ist älter als 200 Millionen Jahre. Warum? Gab es vor dieser Zeit keine Kruste in den Ozeanen? Gab es am Meeresboden nichts außer einer offenen, blutenden Wunde nach einer großen kosmischen Zerstörung? Heute wissen wir, dass sich die Ozeanböden, insbesondere im Pazifik, ständig neu bilden. Durch Risse im Meeresboden tritt Magma aus, bildet neue Kruste, die sich wie frisches Gewebe ausbreitet. Es ist, als ob die Erde, Gaia, versuchte, ihre Wunde zu heilen. Der tiefste bekannte Punkt auf der Erde befindet sich genau hier, im Marianengraben. Dieser Ort reicht fast 11 Kilometer in die Tiefe des Ozeans. Aber das ist nur das, was wir heute sehen. Würde man alle Ablagerungen entfernen, die sich in 200 Millionen Jahren am Boden angesammelt haben, würden wir über 19 Kilometer in die Tiefe blicken. Wie tief war diese Wunde früher? Vor 1 Milliarde Jahren? Vor 4 Milliarden? Es ist unmöglich, das zu beurteilen. Aber eines ist sicher: Der Pazifische Ozean ist nicht nur ein Wasserspeicher. Er ist eine Narbe, die bis heute nicht verschwunden ist. Einst bedeckte er einen Großteil der Planetenoberfläche. Heute schrumpft er, die Kontinente nähern sich einander und schließen langsam die alte Kluft. Auf der einen Seite die Amerikas, auf der anderen Asien und Australien. Langsam, aber unaufhaltsam, als ob die Erde etwas schließen wollte, das einst brutal zerrissen wurde. Die Erde ist ein lebendiger Organismus. Wie ein Körper bewegt sie sich, bricht auf, heilt und verändert sich. Unaufhörlich seit Milliarden von Jahren. Obwohl der heutige Meeresboden nur 200 Millionen Jahre alt ist, haben Geologen Spuren von deutlich älteren Ozeanen entdeckt. Aus der Zeit vor 3,5 bis 3,8 Milliarden Jahren.
Überraschenderweise befinden sich diese Spuren nicht auf den Meeresböden, sondern auf den Kontinenten. In den Gesteinen des Archaischen Schildes, an Orten wie Simbabwe, Kanada oder Australien, wurden Ablagerungen gefunden, die nur unter marinen Bedingungen entstanden sein konnten. Diese Gesteine enthalten Spuren von Leben, das sich im ursprünglichen Ozean entwickelte. Einem Ozean, der älter ist als jeder heute bekannte. Vielleicht ist also nicht alles, was maritim ist, unter Wasser verborgen. Vielleicht war die Erde, noch vor der Ära der Kontinentaldrift, nicht nur eine zusammenhängende Landmasse, sondern auch ein zusammenhängendes Meer. Ein Urozean, der den gesamten Globus umgab, dessen Fragment bis heute der Pazifische Ozean ist. Durch geologische Untersuchungen und Computersimulationen konnte heute bestimmt werden, dass der Zerfall der Landmassen vor etwa 600 Millionen Jahren begann. Doch vieles deutet darauf hin, dass tektonische Prozesse bereits seit über 4 Milliarden Jahren wirken. Hat die Erde einst als ein einziger Kontinent begonnen, umgeben vom Meer, oder existierten zuerst die Ozeane, aus denen sich später das Land erhob? Hier sprechen die alten Texte eindeutig. Die Wasser bedeckten die Oberfläche der Erde und am 3. Tag sammelten sie sich auf eine Seite, damit das trockene Land erschien. Die Bibel verwendet das Wort Yabasa, eine ausgetrocknete Landmasse, um den Moment der Trennung von Wasser und Land zu beschreiben. Eine andere Bezeichnung, Tebel, meint den bewohnbaren Teil des Planeten, nutzbar, bewohnt, vom Menschen erschlossen. Der Psalm Davids sagt: Die Erde gehört dem Herrn und alles, was sie erfüllt, die Welt und alle, die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über den Meeren und befestigt sie über den Wassern. Psalm 24, 1-2. An anderer Stelle, da wurde der Meeresgrund sichtbar und die Fundamente der Tebel wurden enthüllt. 2. Samuel 22, 16 und Psalm 18, 16. Heute wissen wir, die Fundamente der Tebel sind nichts anderes als tektonische Platten, gewaltige, bewegliche Fragmente der Erdkruste, die auf den Ozeanen treiben. Die moderne Wissenschaft bestätigt, vor etwa 4 Milliarden Jahren ereignete sich eine Katastrophe, so gewaltig, dass sie die Erde, ihre Atmosphäre und ihre Ozeane formte. Jüngste Studien deuten darauf hin, dass sich die Atmosphäre der Erde durch intensives Ausgasen gebildet hat, das nach einer gigantischen Kollision mit einem Himmelskörper stattfand, nicht als Ergebnis von Vulkanismus, sondern durch einen plötzlichen, einmaligen Auswurf von Materie. Die alten Texte sind deutlich. Es war die himmlische Schlacht. In der sumerischen Mythologie sind Planeten lebendige Wesen, göttliche Wesenheiten, männlich und weiblich, die geboren werden und sterben. Ihre Schicksale werden im Enuma Elish erzählt, einem der ältesten Epen der Welt. Tiamat gebar 11 Satelliten. Ihre Horde, angeführt von Kingu, den sie erhob. Tiamat schrie in ihrer Wut laut auf, ihre Beine bebten bis zu den Wurzeln. Gegen den Angreifer schleuderte sie immer wieder Zauber. Da spannte der Herr sein Netz aus, um sie zu fangen, und entfesselte den Wind, warf ihn ihr ins Gesicht. Tiamat öffnete ihren Mund, um ihn zu verschlingen. Da stürzten andere Winde, Nibiru's Mardux, auf ihren Bauch und blähten ihren Leib auf. Geh und beende Tiamats Leben, so lautete der Befehl, den der Angreifer von den äußeren Planeten erhielt. Er führte ihn aus, durchdrang ihr Inneres, spaltete ihr Herz. So bezwang er sie und stillte ihren Lebensatem. Früher hielt man dies für Mythos, für Übertreibung, Erfindung, Symbolik. Heute, wenn wir von einer lebendigen Erde sprechen, von sich bildenden Atmosphären, zerrissenen Planeten und zerfallenden Himmelskörpern, kehren wir zurück zu derselben Erzählung, nur in der Sprache der modernen Wissenschaft. James Lovelock, der Schöpfer der Gaia-Hypothese, schrieb: Der größte lebende Organismus auf der Erde ist die Erde selbst. Also, vielleicht wurde all das schon einmal beschrieben, von jenen, die nicht nur in den Himmel blickten, sondern sich auch erinnerten, was sich dort einst ereignet hatte. Der Mensch hat seit jeher zum Mond geblickt. Zuerst mit bloßem Auge, später durch primitive Linsen. Im 20. Jahrhundert betrat er ihn schließlich. Das Apollo-Programm war nicht nur ein technologisches Wettrennen, für viele Wissenschaftler war es auch eine Reise auf der Suche nach dem Ursprung. Als die Astronauten der Apollo-Mission ein kleines Stück grünes Glas vom Mond mitbrachten, nannten es die Wissenschaftler die Genesis-Bohne. Eines der ersten Gesteinsstücke, das von der Oberfläche geborgen wurde, erhielt den Namen Genesis-Fels. Obwohl es nicht das älteste war, nur 4,1 Milliarden Jahre alt, war seine symbolische Bedeutung eindeutig. Wer den Mond betrachtet, blickt auf den Ursprung. Auf der Erde haben Wind, Regen und Zeit die Spuren des Anfangs ausgelöscht. Der Mond jedoch, ohne Atmosphäre, Erosion oder Wasser, hat sein ursprüngliches Aussehen bewahrt. Er ist wie ein Stein von Rosetta des Sonnensystems, ein in Stein gemeißelter Zeuge der Genesis.
Von den 12 Astronauten, die seine Oberfläche betraten, war nur einer Geologe Harrison Schmitt von Apollo 17. Er war es, der durch Wissen und Erfahrung half, die wertvollsten Proben zu bergen und zu klassifizieren. Heute befinden sich auf der Erde 380 Kilogramm Mondgestein und Kies, die zum Schlüssel für das Verständnis der Vergangenheit wurden. Die ältesten auf dem Mond gefundenen Gesteine sind 4,6 Milliarden Jahre alt, genauso alt wie das heutige geschätzte Alter des gesamten Sonnensystems. Für viele ist das kein Zufall. Doch eine Frage blieb unbeantwortet. Wie ist der Mond entstanden? Bereits im 19. Jahrhundert stellte Sir George Darwins Sohn von Charles Darwin die Theorie auf, dass sich der Mond von der Erde gelöst habe. Der Hypothese zufolge rotierte die junge Erde so schnell, dass die Zentrifugalkraft einen Teil ihrer Masse wegriss, aus dem der Mond entstand. Zurück blieb ein gigantischer Krater, möglicherweise der heutige Pazifische Ozean. Später wurde diese Hypothese abgewandelt. Man ging davon aus, dass es in der frühen Erdgeschichte zu einer heftigen Spaltung kam und aus einer Masse 2 Körper entstanden, die Erde und ihre kleinere Schwester, der Mond. Kommt einem das nicht bekannt vor? Im sumerischen Mythos von der himmlischen Schlacht wurde der Planet Tiamat zerrissen. Ein Teil ihres Körpers verwandelte sich in die Erde, die übrigen Fragmente in andere Objekte, darunter auch Monde. Im Epos Enuma Elish heißt es: Tiamat öffnete ihren Mund, um ihn zu verschlingen. Da stürzten andere Winde, Nibiru's Mardux, auf ihren Bauch und blähten ihren Leib auf. Geh und beende das Leben Tiamats, so lautete der Befehl an den Angreifer. Er führte ihn aus, durchbohrte ihr Inneres, spaltete ihr Herz. Ist es möglich, dass die Geschichte von Tiamat kein bloßer Mythos war? Die moderne Wissenschaft hoffte, dass die Apollo-Missionen eine Antwort liefern würden. Doch trotz 6 Landungen und hunderter Analysen bleibt das Geheimnis der Herkunft des Mondes ungelöst. Warum? Weil die Untersuchungen auf zuvor festgelegten Modellen beruhten und keines davon war korrekt. Das Modell der Abspaltung der Erde scheiterte. Die Hypothese der Gezeiteneinfangung widerspricht den physikalischen Gesetzen. Wie John A. Wood vom Harvard Smithsonian schrieb: Das Modell der Abspaltung bringt ernste Probleme in der Dynamik mit sich. Die Erde müsste einen 4-mal so großen Drehimpuls haben, wie wir ihn heute beobachten. Wenn also keine dieser Erklärungen funktioniert, ist es vielleicht an der Zeit, auf eine Antwort zu blicken, die seit Jahrtausenden existiert. Die Erde, ein lebendiges Wesen. Gaia, Tiamat, die Mutter der Planeten. Der Mond, ein abgerissenes Fragment einer uralten Welt. Das Apollo-Programm brachte der Wissenschaft mehr als nur Mondgesteinsproben. Es bot die Chance, eine Frage zu beantworten, die die Menschheit seit Jahrtausenden fasziniert. Woher stammt der Mond? Nach Dutzenden von Analysen, Debatten und Simulationen wurden die 3 Haupttheorien zur Entstehung des Mondes widerlegt. Die Spaltungstheorie, die besagt, dass der Mond von einer sich schnell drehenden Erde abgetrennt wurde, stimmt weder mit der Physik des Drehimpulses noch mit der chemischen Zusammensetzung des Mondes überein. Es fehlen siderophile Metalle wie Wolfram oder Nickel, die vorhanden sein müssten, wenn er aus dem Erdmantel stammt. Die Einfangtheorie, laut der der Mond irgendwo im All entstand und von der Erde eingefangen wurde, wurde durch alle Berechnungen ausgeschlossen. Bei dieser Masse und Geschwindigkeit hätte der Mond nicht eingefangen werden können. Eine Kollision wäre unvermeidlich gewesen. Die Theorie der gleichzeitigen Entstehung, im 18. Jahrhundert noch populär, ging davon aus, dass Erde und Mond gemeinsam aus derselben Staubwolke entstanden. Doch das Größenverhältnis beider Körper ist zu ungewöhnlich. Der Mond ist zu groß und das System Erde-Mond besitzt einen zu hohen Drehimpuls, um in dieses Modell zu passen. Nach dem Ausschluss aller 3 Theorien blieb nur eine Frage: Woher stammt der Mond wirklich? Die Antwort lieferte erst eine Hypothese, die auf Basis der Apollo-Daten formuliert wurde. Eine Hypothese, die alles veränderte, die Theorie des großen Einschlags. Nach dieser Theorie stieß vor etwa 4,5 Milliarden Jahren ein Himmelskörper von der Größe des Mars mit der jungen Erde zusammen. Dieser Körper kam aus den Randzonen des Sonnensystems und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von annähernd 40.000 Kilometern pro Stunde. Die Erde, damals ein junger Planet, wurde auf seiner Bahn getroffen. Der Aufprall war schräg, fast wie ein Rikoschetttreffer. Er kippte die Erdachse, die bis heute eine Neigung von 23,5 Grad aufweist. Im Inneren beider Körper entstand eine enorme Hitze, stark genug, um ihre Kerne zu schmelzen und eine Wolke aus glühendem Material in den Orbit zu schleudern. Aus dieser Wolke, bestehend vor allem aus Bruchstücken des einschlagenden Objekts, begann sich ein neuer Satellit zu formen, der Mond. Der Rest des Materials, schwerer, eisenhaltig, dichter, wurde in das neu geformte Erdinnere integriert. So entstand unser heutiger Planet. Innerhalb von nur 18 Minuten, laut Computersimulationen, veränderte sich alles. Die Erde entstand, der Mond entstand.
Was die moderne Geophysik heute beschreibt, erinnert an etwas anderes. Im Epos Enuma Elish wird der Einschlag von Nibiru auf Tiamat geschildert. Ein so gewaltiger Zusammenstoß, dass er den Planeten in 2 Teile spaltete und aus einem Himmelskörper 2 machte. Ein Teil wurde hinausgeschleudert, er wurde zu einer neuen Welt. Der andere formte etwas Neues im Orbit. Obwohl die Theorie des großen Einschlags über Jahre hinweg als die logischste galt, begannen spätere Untersuchungen, sie ernsthaft in Frage zu stellen. Zuerst kamen Zweifel an der chemischen Zusammensetzung auf. Wenn das Objekt, das mit der Erde kollidierte, wirklich aus den äußeren Regionen des Sonnensystems stammte, müsste seine Chemie sich deutlich von der Erde unterscheiden. Wenn es hingegen aus derselben Zone wie die Erde kam, stellt sich die Frage, wie konnte es einen so enormen Impuls erlangen, um mit einer Energie zu treffen, die Gestein verdampfen ließ. George Wetherill vom Carnegie Institute berechnete, dass das einschlagende Objekt 3-mal so groß wie der Mars gewesen sein müsste, um die beobachteten Effekte zu erzeugen. Doch das wirft eine neue Frage auf. Wo, so nahe an der Erde, konnte sich ein derart massiver Körper gebildet haben? Wetherill schlug vor, dass das frühe Sonnensystem voller wandernder Protoplaneten war, die miteinander kollidierten und dabei Planeten und ihre Monde formten. Diese Hypothese erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zusammenstoßes, löste aber nicht ein anderes Problem: die Temperatur. Ein Einschlag mit so viel Energie hätte die Erde vollständig aufschmelzen müssen. Wäre dies geschehen, hätten sich die Elemente in den Gesteinen in anderen Verhältnissen kristallisiert und die oberste Mantelschicht müsste eine andere Elementverteilung aufweisen. Doch solche Veränderungen wurden nicht festgestellt. Der australische Geochemiker R.E. Ringwood untersuchte zahlreiche Elemente, deren Verhältnisse sich bei einer globalen Schmelze der Erde hätten verändern müssen. Das Ergebnis? Keine Hinweise auf ein vollständiges Aufschmelzen des Planeten. Im Bericht einer Geochemiker-Konferenz im Jahre 1988 hieß es eindeutig, ein gewaltiger Einschlag und die vollständige Aufschmelzung der Erde lassen sich mit dem aktuellen Stand der geochemischen Erkenntnisse nicht vereinbaren. Aber erklärt die Theorie wenigstens die Schmelze des Mondes? Auch das nur teilweise. Untersuchungen zeigen, dass der Mond tatsächlich geschmolzen wurde, jedoch nicht unmittelbar nach seiner Entstehung. Isotopenbeweise und Analysen der Spannungen in der Kruste deuten auf eine spätere, heftige Schmelzphase hin, die etwa 600 Millionen Jahre nach seiner Entstehung stattfand, also vor rund 4 Milliarden Jahren. Damals kam es auf der Mondoberfläche zu einer Serie kolossaler Einschläge, sie formten gigantische Krater, abgeflachte Magmameere und im Staub eingebettetes Glas. Die berühmten Meere des Mondes, Mare Imbrium, Mare Nectaris, sind keine Wasserbecken, sondern Ozeane aus geschmolzenem Gestein, entstanden durch ein Bombardement von unvorstellbarem Ausmaß. Im Jahre 1972 verkündete die NASA, vor 4 Milliarden Jahren ereignete sich eine Katastrophe, bei der Himmelskörper von der Größe von Städten und kleinen Staaten den Mond bombardierten. Die durch Schock geschmolzenen Gesteine, die von Apollo 15, 16 und 17 gesammelt wurden, enthielten Nickelspuren einen Hinweis darauf, dass die einschlagenden Körper eine andere chemische Zusammensetzung hatten als der Mond selbst. All diese Beweise deuten auf einen einzigen Zeitpunkt hin vor etwa 4 Milliarden Jahren, an dem das gesamte Sonnensystem etwas durchmachte, das in alten Texten beschrieben wird als der himmlische Krieg. Damals, so die Überlieferungen, traf Nibiru bzw. Marduk auf Tiamat. Aus diesen Himmelskörpern entstanden Planeten, Monde und der Asteroidengürtel. Der Genesis-Stein, den David Scott entdeckte, stammt nicht aus der Zeit der Entstehung des Mondes, sondern genau aus diesem Moment der Zerstörung und Wiedergeburt. Im Buch Genesis ist keine Rede davon, dass Planeten aus Staub entstehen. Es spricht von Wasser, Dunkelheit, der Trennung des Landes und vom Kampf der Elemente. Und in Enuma Elish, vor der Erschaffung von irgendetwas gab es oben keinen Himmel und unten keine Erde. Es gab nur Tiamat, eine wiegende, wässrige Gestalt, aus der alles entstand, als sie zerteilt wurde. Als sich weitere Theorien über die Entstehung des Mondes als unvollständig erwiesen, begannen Wissenschaftler, neue Modelle zu entwickeln, die Elemente früherer Ansätze kombinierten und kamen schließlich zu einem Konzept, das nahezu alle Kriterien erfüllte, der Kondensationstheorie. Ihr zufolge wurde der Mond weder von der Erde abgesprengt, noch kam er von außen. Stattdessen kondensierte er aus derselben ursprünglichen Materie, aus der auch die Erde entstand. Die Gas- und Staubwolke, in der dies geschah, wurde jedoch von Asteroiden bombardiert. Einige dieser Objekte zerschlugen den sich bildenden Mond, andere versorgten ihn mit fremder Masse. Das Ergebnis? Ein Satellit, der Erde ähnlich ist, aber nicht identisch. Dieses Szenario dominiert heute die Astrophysik. Dasselbe Prinzip erklärt auch die Entstehung zahlreicher Monde um die äußeren Planeten. Doch ein Rätsel bleibt ungelöst.
Warum umkreist ein so großer und einziger Mond einen vergleichsweise kleinen Planeten wie die Erde? Hier greift die Wissenschaft immer häufiger auf die ältesten Quellen zurück. In der sumerischen Kosmogonie lesen wir, dass der Mond nicht von der Erde stammt, sondern von einem viel größeren Planeten, Tiamat, und dass er nicht der einzige Mond war. Tiamat hatte ihre himmlische Horde, 11 Satelliten, und umkreiste die Sonne jenseits des Mars als einer der äußeren Planeten. Doch sie wurde in das innere Sonnensystem gedrängt, wo ihre Gravitation andere Umlaufbahnen zu destabilisieren begann. Die Planeten zogen sich gegenseitig an. Es entstand Chaos, wie es im Enuma Elish heißt. Die göttlichen Brüder sammelten sich in einer Gruppe sie erschütterten Tiamat, taumelten hin und her, ihre Lästerungen quälten. Tiamats Leib, ihr Wahnsinn, ruinierte das himmlische Haus. Was heutige Computermodelle als chaotische Instabilität der Umlaufbahnen bezeichnen, beschrieben die Alten als Konflikt zwischen den Himmelsgöttern. Tiamat, gequält, erschuf ihre eigene Armee, um Widerstand zu leisten. Sie erschuf eine Schar und tobt vor Zorn. Göttermonster gebar sie, 11 kampflustig, von Wut erfüllt. Rasend versammelten sie sich und bereiteten sich auf die Schlacht vor. Unter ihnen wählte sie einen aus. Kingu, den größten ihrer Monde. Sie machte ihn zum Anführer, zum Befehlshaber der Truppe. Sie erhob Kingu, den Erstgeborenen, und machte ihn zum Anführer. Sie stellte ihn an die Spitze des Angriffs. Sie übergab ihm die Tafel des Schicksals. Sie gab ihm Vorrang vor den anderen Göttern. In der sumerischen Erzählung war es genau diese Erhebung Kingus und die Zuweisung einer eigenen Umlaufbahn, die den Rest des Systems erzürnte. Ein unnatürlicher Mond, zu groß, zu unabhängig. Die Götter riefen einen Rat zusammen. Es wurde entschieden, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Man rief Nibiru Marduk, eine göttliche Kraft von außerhalb des Systems, um Tiamat und ihren Gemahl zu zerstören. In der Schlacht, die am Himmel stattfand, wurde Tiamat in 2 Teile gespalten. Ein Teil wurde zerschlagen, der andere, zusammen mit Kingu, begab sich auf eine neue Umlaufbahn, um zur Erde und zum Mond zu werden. Die moderne Wissenschaft spricht von Einschlägen, Fragmentierungen, Kondensationen, Einfangmechanismen. Der sumerische Text spricht von Schlacht, Spaltung und Untergang. Und wenn Astronomen heute vom unverhältnismäßig großen Mond sprechen und fragen, warum ein so massiver Satellit einen so kleinen Planeten wie die Erde umkreist, antwortet der alte Text mit Worten, die erstaunlich modern klingen, aus den Göttern, die ihre Schar bildeten. Er hob sie. Kingu sie gab ihm die Tafel des Schicksals und befestigte sie an seiner Brust. Kingu stieg empor, er erhielt einen himmlischen Rang. Der Mond schien einst ein toter Himmelskörper zu sein. Doch die Entdeckungen der letzten Jahrzehnte haben dieses Bild grundlegend verändert. Es zeigt sich, dass der Mond nahezu alle Merkmale eines Planeten besitzt, mit einer Ausnahme. Er umkreist nicht unabhängig die Sonne. Er besitzt Gebirgsketten, Ebenen und Meere nicht aus Wasser, sondern aus Lava. Seine Oberfläche war einst von flüssigem Magma bedeckt und seine innere Struktur ist geschichtet wie bei terrestrischen Planeten. Noch erstaunlicher ist, dass der Mond trotz der ihn treffenden Katastrophen einen Eisenkern bewahrt hat. Wissenschaftler waren überrascht, dass dieser Kern einst flüssig gewesen sein könnte und ein Magnetfeld erzeugte, genau wie es heute bei der Erde geschieht. Studien von Keith Runcorn ergaben, dass dieses Magnetfeld vor etwa 4 Milliarden Jahren verschwand, zu jener Zeit, die in alten Texten als Himmelskrieg bezeichnet wird. Die von Apollo-Astronauten installierten Geräte lieferten Daten, die auf unterirdische Wärmequellen hinweisen. Eine Wärmewelle stieg aus dem Inneren des scheinbar toten Himmelskörpers auf. Durch Missionen wie den Lunar Reconnaissance Orbiter, LCROSS und Analysen mit dem James Webb-Teleskop wurde die Existenz von Wassereis in schattigen Kratern der polaren Regionen bestätigt. Im Jahr 2009 identifizierte die LCROSS-Mission reines Wassereis am Südpol und Daten aus dem Jahr 2023 zeigen, dass dessen Vorkommen deutlich größer sein könnte als bisher angenommen, möglicherweise bis zu 200 Milliarden Tonnen. Die langjährigen Vermutungen über einen atmenden Mond erhielten neue Bestätigung. Im Jahr 2018 wurde entdeckt, dass seine Kruste kontinuierlich Edelgase wie Helium und Argon ausstößt, vermutlich aus dem Inneren stammt. Seismische Detektoren, die von den Apollo-Missionen zurückgelassen wurden, registrierten Mikrobeben und Signale, die an Risse in der Kruste durch Gasdruck erinnern. Flüchtige Elemente, Wasserstoff, Helium, Argon, Schwefel und Kohlenstoffverbindungen könnten einst eine ursprüngliche, kurzlebige Atmosphäre gebildet haben. Heutige Modelle deuten darauf hin, dass der Mond nach den gewaltigsten Vulkanausbrüchen vor 3,5 Milliarden Jahren für kurze Zeit eine dünne Atmosphäre gehalten haben könnte. Die Theorie, dass einst Wasser über seine Oberfläche floss, ist längst keine bloße Spekulation mehr. Im Februar 2022 wurde bestätigt,
dass in vulkanischen Mineralien gebundenes Wasser unter den Bedingungen der Urzeit freigesetzt worden sein, könnte es hätte kurzzeitig Flüsse oder sogar Seen entstehen lassen können. Nach neuesten Erkenntnissen könnten sich in den polaren Regionen des Mondes zwischen 100 und sogar 400 Milliarden Tonnen Wassereis befinden. Verbirgt der Mond immer noch Wasser? War er einst ein Planet? War er wirklich der Trabant des wässrigen Ungeheuers Tiamat? Alles deutet darauf hin. Wie The Economist nach der letzten Apollo-Mission im Dezember 1972 zusammenfasste, vielleicht ist die wichtigste Entdeckung, dass der Mond sich nicht als einfacher, unkomplizierter Körper erwies, sondern sich als wahrhaft planetarer Himmelskörper offenbarte. Genauso beschrieben ihn die Sumerer als Planet im Entstehen, der kein Planet wurde, weil er nach dem Himmelskrieg degradiert wurde. Und Kingu, der sich unter ihnen zum Anführer aufschwang, erniedrigte Marduk. Er hielt ihn für den Gott Dug-Ga-E. Er nahm ihm die Tafel der Schicksale, denn sie stand ihm nicht zu. Er legte sein eigenes Siegel darauf und befestigte sie an seiner Brust. Kingu, unser Mond, wurde seines orbitalen Impulses beraubt. Er wurde ein Satellit. Das sumerische Wort Dug-Ga-E bedeutet wörtlich Bleikessel. Früher hielt man das für eine poetische Metapher. Doch die Daten der Apollo-Mission zeigen etwas anderes. Die Mondkruste enthält hohe Konzentrationen radioaktiver Elemente wie Uran und Thorium. Es wurden Spuren von Radon gefunden und die meisten dieser Isotope verwandeln sich im Endstadium in Blei. Der Mond wurde tatsächlich zu einem Kessel aus Blei.